Herzlich willkommen zu Alltagsdeutsch. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hallo auch von mir. Heute ist schon Tag 132 unserer gemeinsamen Reise. Wahnsinn, 132 Tage. Wir haben schon echt viel geschafft. Ja, total. Und heute haben wir ein richtig spannendes Thema für unseren Deep Dive. Es geht um nachhaltiges Leben. Oh ja, ein extrem wichtiges Thema. Wir haben uns durch Berge von Studien und Artikeln gewühlt, um das mal richtig zu analysieren. Genau, und unsere Mission für heute ist, dass wir 15 unglaublich wichtige Wörter besprechen, die ihr im deutschen Alltag ständig hört, wenn es um Umwelt und einen bewussten Lebensstil geht. Und keine Angst, wir machen daraus keine komplizierte Wissenschaft. Wir fokussieren uns auf echtes Alltagsdeutsch, auch wenn wir ein paar echt faszinierende Studien im Hintergrund haben. Nutzt wieder die Shadowing-Technik. Das ist super effektiv. Ihr hört uns einfach genau zu und versucht dann, die Aussprache und den Rhythmus der Wörter leise mitzusprechen. Genau. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge dran, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Ja, da verstecken wir dann alle 15 Wörter in einer kurzen, alltäglichen Geschichte. Stellt euch das Lernen dieser Wörter heute einfach so vor, als würdet ihr einen Rucksack für eine Wanderung packen. Man nimmt nur die nützlichsten Werkzeuge mit, ne? Keinen schweren, unnötigen Ballast. Das ist ein tolles Bild. Dann lass uns doch direkt mal den Rucksack aufmachen. Abschnitt 1, das Fundament. Bevor wir etwas ändern können, müssen wir ja verstehen, was wir eigentlich tun. Richtig. Unser ganzes Verhalten berührt die Welt. Und das bringt uns direkt zum ersten Wort auf unserer Liste. Das erste Wort ist der Konsum. Die deutsche Erklärung dafür ist der Verbrauch. Und auf Englisch sagt man Consumption. Unser Beispielsatz lautet: Ein bewusster Konsum schont die Ressourcen unserer Erde. Wobei wir da auch direkt beim zweiten Wort sind, ne? Nämlich die Ressource. Genau. Die Ressource bedeutet auf Deutsch der Rohstoff, auf Englisch Resource. Und der Beispielsatz hier ist: Wir müssen lernen, mit jeder Ressource sparsamer umzugehen. Wenn wir in unsere Quellen schauen, taucht da immer wieder der Earth Overshoot Day auf. Oh ja, dieser Tag ist echt deprimierend. Total. Das ist der Tag im Jahr, an dem die Menschheit alle Ressourcen verbraucht hat, die die Erde eigentlich in einem Jahr regenerieren kann. Konsum und Ressourcen hängen also extrem eng zusammen. Ja, es ist quasi wie ein Konto, von dem man ständig Geld abhebt, oder? Exakt. Und wir leben da völlig auf Pump. Jede Ressource, die wir für unseren Konsum nutzen, fehlt am Ende im Gesamtsystem. Und das hat natürlich Folgen, was uns zum dritten Wort bringt. Genau, das dritte Wort ist ein Verb, nämlich auswirken. Das bedeutet Folgen haben. Auf Englisch to affect. Und ganz wichtig, die Perfektform lautet, hat sich ausgewirkt. Richtig. Unser Beispielsatz ist: Unser Verhalten wird sich auf das Klima auswirken. Aber da muss ich mal kurz einhaken. Ja, gerne. Wenn sich etwas auf das Klima auswirkt, dann klingt das im Alltag irgendwie immer negativ. Kann sich unser Verhalten denn auch positiv auswirken? Absolut. Das ist eine super Überleitung, denn genau darum geht es ja in unserem zweiten Abschnitt. Wir brauchen eine neue innere Einstellung, um bessere Entscheidungen zu treffen. Da bin ich gespannt. Wenn ich durch den Alltag laufe, treffe ich ja tausende kleine Entscheidungen. Eben. Und das vierte Wort hilft uns dabei. Es lautet bewusst. Die einfache Erklärung ist etwas mit Absicht zu tun. Auf Englisch conscious. Der Beispielsatz dazu? Ein bewusster Umgang mit Energie spart hohe Kosten. Genau. Und das Gegenteil von bewusst ist oft dieser Autopilot, auf dem wir alle durch den Supermarkt laufen. Oh ja, das kenne ich. Man greift einfach aus Gewohnheit ins Regal. Aber bewusst zu handeln, das kostet ja auch extrem viel Energie im Kopf. Total. Und das führt uns leider oft zu einem Gefühl, das viele Menschen gar nicht mögen. Und das ist unser fünftes Wort, der Verzicht. Oh, ein schwieriges Wort. Ja, Verzicht bedeutet das Nichtnutzen von etwas. Auf Englisch Renunciation. Der Beispielsatz wäre: Ein Verzicht auf Flugreisen senkt den CO2-Ausstoß stark. In unseren Papieren für diesen Deep Dive wurde oft beschrieben, dass Verzicht nach Verlust oder was Traurigem klingt. Nach Diät quasi. Richtig. In der Psychologie nennt man das Verlustaversion. Der Schmerz, etwas aufzugeben, wiegt doppelt so schwer wie die Freude über etwas Neues. Aber wie kommen wir da raus? Naja, wenn man das Reframing nutzt, also die Perspektive wechselt. Wenn ich öfter Fahrrad fahre, verzichte ich zwar auf das bequeme Auto. Aber ich gewinne Fitness und frische Luft. Genau.
Wenn man es bewusst macht, wird aus dem Verzicht eine richtig starke, positive Entscheidung. Verstehe. Und um das durchzuhalten, brauchen wir Wort Nummer 6. Richtig, konsequent. Das bedeutet zielstrebig. Auf Englisch consistent. Unser Beispielsatz lautet, wir müssen konsequent auf Plastik verzichten. Konsequent sein ist so ein bisschen wie das Deutschlernen, oder? Es bringt viel mehr, wenn ihr konsequent jeden Tag ein bisschen lernt, als nur einmal im Monat für 5 Stunden zu büffeln. Das ist ein richtig guter Vergleich. Die kleinen, konsequenten Entscheidungen summieren sich über die Zeit. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Genau, lasst gern ein Abo da. So, und jetzt schauen wir mal, was wir mit dieser neuen Einstellung ganz konkret zu Hause machen können. Oh ja, Abschnitt 3. Jetzt werden wir aktiv. Und hier haben wir 3 echte Macherwörter für euch, alles Verben. Achtet hier besonders auf die Perfektform. Wort Nummer 7 ist umstellen. Das bedeutet ändern. Auf Englisch to switch. Die Perfektform ist hat umgestellt. Der Beispielsatz aus dem Alltag: Haushalte wollen ihre Heizung auf Ökostrom umstellen. Das finde ich extrem faszinierend. Wenn ich einmal etwas umgestellt habe, wie meine Energieversorgung, dann bin ich jeden Tag nachhaltig, ohne ständig darüber nachdenken zu müssen. Genau, das ist diese Entscheidungsarchitektur. Du veränderst die Standardeinstellung. Aber da kommen wir zu Wort Nummer 8 und das birgt eine kleine Falle. Oh, jetzt wird's spannend. Wort 8 ist einsparen. Das bedeutet weniger nutzen. Auf Englisch to save. Die Perfektform ist hat eingespart. Der Beispielsatz? Durch neue Fenster lässt sich viel Heizenergie einsparen. Genau. Aber sag mal, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen Wort sparen, also wie beim Geld, und diesem Einsparen? Gute Frage. Also sparen nutzt man oft für Geld auf dem Konto. Einsparen benutzen wir meistens, wenn wir Energie, Material oder auch CO2 reduzieren. Man spart Ressourcen ein. Ah, okay, aber du meintest eben, da gibt es eine Falle. Ja, das Jevons-Paradoxon aus unseren Quellen. Wenn du effizientere Fenster einbaust, sparst du zwar Energie ein, aber viele Leute drehen dann die Heizung höher, weil es ja jetzt billiger ist. Oh nein! Ja, das nennt man den Rebound-Effekt. Die Effizienz wird vom Verhalten wieder aufgefressen. Krass. Das heißt, wir müssen echt aufpassen, wie wir uns verhalten. Das passt gut zu Wort neuen ersetzen. Richtig. Ersetzen bedeutet austauschen. Auf Englisch to replace. Die Perfektform hat ersetzt. Unser Satz? Einwegplastik durch nachhaltige Stoffe ersetzen. Aber auch hier, einfach nur ersetzen reicht oft nicht. Wir können nicht Millionen Verbrennerautos einfach durch millionenschwere E-Autos ersetzen, ohne neue Rohstoffprobleme zu schaffen. Das stimmt. Wir müssen das ganze System betrachten. Und das ist unser 4. Abschnitt, der Blick nach draußen, in die Natur und die großen Systeme. Starten wir mit Wort 10. Regional. Das bedeutet nah, aus der Umgebung. Auf Englisch regional. Beispielsatz: Regionale Lebensmittel haben eine bessere Ökobilanz. Aber Vorsicht, hier greifen wir eine Studie aus dem Deep Dive auf. Regional ist nicht automatisch immer besser. Stimmt, das Apfelparadoxon. Ein Apfel aus der Region, der hier monatelang in einem extrem energieintensiven Kühlhaus gelagert wird, kann eine schlechtere Ökobilanz haben als ein Apfel, der mit dem Schiff aus Neuseeland kommt. Genau. Die Produktionsmethode ist oft viel entscheidender als nur die Transportstrecke. Und bei der Produktion sind wir direkt bei Wort 11, giftig. Giftig bedeutet schädlich. Auf Englisch toxic. Der Satz: Beim Ökoanbau werden keine giftigen Mittel genutzt. Das ist extrem wichtig für unsere Böden und Gewässer. Wir müssen da aufpassen. Deshalb brauchen wir Wort 12. Schonend. Das heißt sanft. Auf Englisch gentle. Beispielsatz: Eine schonende Nutzung der Wälder ist sehr wichtig. Wir dürfen die Humusschichten im Boden nicht zerstören. Die Natur macht das ja eigentlich perfekt vor. Und da sind wir beim ultimativen Ziel der Nachhaltigkeit. Wort 13. Der Kreislauf. Genau. Auf Deutsch bedeutet das einfach System. Auf Englisch Cycle. Der Satz dazu: Recycling unterstützt den Kreislauf von Rohstoffen. Das finde ich den spannendsten Teil unserer Quellen. Die zirkuläre Ökonomie. In der Natur gibt es gar keinen Müll, oder? Richtig. Wenn im Herbst das Laub von den Bäumen fällt, ist das kein Müll. Das ist Nährstoff für Pilze und Insekten. Alles wird wieder zur Ressource. Ein perfekter Kreislauf. Wahnsinn! Um das in der Industrie zu schaffen, brauchen wir aber viel Energie.
Was uns zu Wort 14 führt, die Erzeugung. Erzeugung heißt Herstellung. Auf Englisch Generation. Unser Satz: Die Erzeugung von Sonnenstrom wird immer wichtiger. Ja, ohne saubere Energie funktioniert der beste Kreislauf nicht. Absolut, und deshalb müssen wir das Thema pushen. Das bringt uns zum letzten Wort, Wort 15, vorantreiben. Vorantreiben bedeutet beschleunigen oder etwas nach vorne bringen. Auf Englisch to drive forward. Und die Perfektform hat vorangetrieben. Der Beispielsatz lautet: Die Regierung muss den Ausbau der E-Mobilität vorantreiben. Ich finde, vorantreiben ist wie ein Motor. Es ist die Kraft, die wir brauchen, um diesen großen, globalen Kreislauf endlich ans Laufen zu bringen. Schön gesagt. Das waren unsere 15 Wörter. Und wie versprochen, bringen wir das jetzt alles in einer kleinen Alltagsgeschichte zusammen. Genau, unsere Mini-Story. Hört genau zu, wir haben alle 15 Wörter hier eingebaut. Also, Anna bemerkt eines Tages, dass ihr Konsum zu hoch ist und sich leider ziemlich negativ auf die Umwelt ausgewirkt hat. Sie beschließt, ab sofort bewusster zu leben, um die wertvollen Ressourcen unserer Erde zu schützen. Das ist ein guter Anfang. Ja, und sie ist dabei sehr konsequent. Zuerst hat sie ihren Stromvertrag umgestellt, denn die nachhaltige Erzeugung von grünem Strom ist für sie enorm wichtig. Richtig? Der Verzicht auf ihr altes Auto fällt ihr sogar erstaunlich leicht. Sie geht nun viel lieber zu Fuß zum Markt, um dort regional einzukaufen. Sehr vorbildlich. Dort auf dem Markt gibt es nämlich keine giftigen Pestizide auf dem Gemüse, da die Bauern dort sehr schonend mit der Erde umgehen. Na, das schmeckt man auch. Zu Hause angekommen, hat sie dann ihre alten Fenster abgedichtet, wodurch sie über den Winter richtig viel Heizenergie einsparen konnte. Wow. Außerdem hat sie beim Einkaufen Plastiktaschen durch wiederverwendbare Stoffbeutel ersetzt. So unterstützt Anna im Kleinen den natürlichen Kreislauf und hilft dabei, den Umweltschutz in ihrer Stadt weiter voranzutreiben. Eine richtig schöne Geschichte, die zeigt, wie all diese Wörter im echten Leben zusammenspielen. Absolut. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen uns das immer super gerne durch. Genau. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Morgen sprechen wir über ein neues Thema. Hobbys teilen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.